Willkommen zu meinem Second Trimester Vlog. Ich bin offiziell 14 Wochen und 3 Tage schwanger und ich nehme euch gerne mit auf die Journey für die nächsten Wochen, wie das zweite Trimester so ist. Wenn ihr den ersten Trimester Vlog noch nicht gesehen habt, ich werde ihn euch einblenden oben. Ihr könnt auch einfach das Video in der Infobox finden. Und ja, legen wir mal los. Wie ihr vielleicht schon hören könnt, ist mein erstes Symptom, das neu dazugekommen ist, dieses ständige Gefühl, dass ich außer Atem bin. Einfach dieses ständige, wenn ich rede, ich habe das Gefühl, ich spüre meinen Herzschlag stärker und das liegt wahrscheinlich daran, dass sich das Blutvolumen einer Schwangeren extrem erhöht. Ich hoffe, dass sich das irgendwie legt. Mal schauen. Ich versuche jetzt auch wieder mehr zu meditieren. Hoffentlich ist das auch irgendwie hilfreich, Meditationen und Atemübungen einzubauen. Die Übelkeit ist diese Woche immer noch ein bisschen da, aber ich glaube, es ist so eine Mischung aus ständigem Hungergefühl, weil ich einfach auch mehr Kalorienbedarf jetzt habe im zweiten Trimester und ein bisschen Übelkeit dennoch. Rückenschmerzen. Ihr seht die erste Woche des zweiten Trimesters und ich habe schon einiges zu beklagen. Aber ja, Rückenschmerzen verspüre ich auch. Das war im ersten Trimester auch schon so, im zweiten Trimester jetzt auch. Und ich war auch in Physiotherapie, der hat mir so ein bisschen beigebracht, was ich trainieren kann, wie ich das vielleicht ausgleichen kann. Ja, ansonsten steht für uns morgen eine große Reise an. Wir fliegen nach New York und werden die Familie meines Mannes besuchen und werden ihnen im Zuge dessen auch von der Schwangerschaft erzählen. Voll spät, also es weiß schon fast jeder hier in Europa gefühlt, außer natürlich meine Follower, aber halt alle so Businesspartner und Familie und Freunde, wissen schon sehr viele. Aber ja, seine Familie, wir wollten sie dann unbedingt persönlich erzählen und deswegen machen wir das jetzt. Und das bedeutet auch, dass mein nächster Frauenarzttermin erst, ich weiß gar nicht, ich glaube so in 3 Wochen ist oder so. Wir sollten auch die Tage unsere NIPT-Test-Resultate bekommen und dabei auch das Geschlecht des Babys herausfinden. Wir machen jetzt keine große Gender-Reveal-Party, aber wir überlegen uns irgendwas Nettes mit der Family. Ja, ich bin out of breath. Ich werde jetzt mal alkoholfreien Wein und ein Baby-Outfit kaufen, weil wir es einigen Leuten in New York erzählen wollen und haben uns einfach überlegt, dass wir so ein paar Kleinigkeiten mitnehmen, mit denen wir es dann eben irgendwie den Leuten kreativ und nett sagen können. Vielleicht nehme ich euch mit zum Babyshop. Ich habe erst eine Bestellung aufgegeben und zwar war was im Sale und ich habe dann einfach zugeschlagen und habe so Kleinigkeiten gekauft, nichts Großes und auch echt viel zu früh, also noch im ersten Trimester. Meine Mama meinte so, Anna, jetzt wart mal bis zum zweiten Trimester. Ich konnte mich irgendwie nicht zurückhalten. Aber seither gab es eigentlich keine Einkäufe. Deswegen freue ich mich jetzt, in einen Babyladen zu gehen und mal so eine Kleinigkeit zu kaufen. Okay, ich bin wieder zu Hause angekommen und ich zeige euch mal ganz kurz, was ich gekauft habe. Und zwar musste ich was für meine Nichte auch kaufen für ihren Geburtstag und habe ihr da dieses süße Sommeroutfit gekauft. Und wir wollen Scotts Schwester erzählen, wenn wir in New York sind. Und ich habe mir überlegt, wir erzählen es ihr so, dass wir Socken für ihre Tochter schenken und wir geben quasi beide Socken und sagen so, hey, wir haben Socken für die Emma gekauft. Und wenn sie dann die Socken genauer anschaut, merkt sie, dass die kleiner sind als die. Und hoffentlich zählt sie 1 und 1 zusammen. Und ja, finde ich auf jeden Fall voll süß. Ich liebe diese Marke. Ich weiß noch, meine Schwester fand die auch so toll. Mini Rodini. Meine Schwester hat von denen, glaube ich, auch einige Sachen für meinen Neffen gekauft. Und ja, die Socken fühlen sich super, super toll an. Und ja, ich finde die Muster, die sie hatten, auch echt schön. Dann konnte ich nicht widerstehen und musste so 2 Kleinigkeiten oder 3 Kleinigkeiten für unser Baby kaufen. Und zwar diesen kleinen Body. Der hat so kleine Details und ist einfach perfekt für die ersten Monate. Und vor allem auch, wenn es noch so heiß ist oder so. Ist sehr luftdurchlässig. Fand ich sehr süß. Und dann auch wieder mit so einem ähnlichen Muster. Can you see it? Ja. Eine Hose, eher so für den Herbst, ist dann schon die nächste Größe. Und auch ein Body, aber Longsleeve. Anscheinend sind die Bodies, die man so seitlich aufmacht, praktischer, wenn man dann nicht über den Kopf drüber gehen muss. Und genau, das ist für 6 Monate, also das ist eher so für Herbst, Winter, Frühjahr, so die Zeit.
Mal schauen. Ich habe keine Ahnung, was Babygrößen angeht. Ich bin da in dem Store gestanden und habe einfach so viel gegoogelt. Gerade die Socken haben mich absolut verwirrt. Aber ja, das habe ich gekauft. It's a bun in the oven. It's a bun in the oven. Why? Is there a baby in the oven? Are you pregnant? Fucking oven means she's pregnant. God, I think it's a what do you think, Scott? Grandma likes I think a it's boy. a girl. I think Boy. Grandma, what do you think it is? I It's a like boy. the boy. I say boy. She likes boy. What do you think it I is? think boy. Emma? Ryan? Ryan? Boy, $100 on it. Oh, so many boys. Girl. Yeah. I think it's a girl. With that. Lindsay, can you slide that? Can you slide that tray of? Oh no, the camera's about to turn itself off. Oh, look, Emma's peeking over your shoulder in the Valentine's picture. Are you filming or taking photos? Just Got it, take I got a photo. You want a bit? Ryan's filming. I got a video. It's folded, okay. Oh, that playing. You think you wrote it in German or English? I think you wrote it, I don't know. German. Okay, go. You're so Yeah, nervous. go. I don't know. It's a girl. Oh, it's a girl! Ryan, you lost. Scott was right. It says probably female. Okay, I was like- it's probably a girl. Congratulations. I was wrong about Mercury. It's a girl. Damn, I just lost $100. Let's get a blood test on this thing. Oh, that's good. Ryan, you didn't. But you could recoup your loss, Ryan. Well, I want. Strawberry It's socks a next girl. summer. It's a girl. Oh yeah, next summer maybe. Damn it. I like boys. We'll try again. We'll have another try. Okay, don't forget. You're gonna you said that you're gonna try again. We'll try again. All right. And what's the name? Talk to me afterwards. But I think we're gonna try. What's the name? What's the name? I We kinda can't- like girls. we have a but I name. like We don't know the name. Oh, no, I thought you had. We have to. First boys still. Ich bin euch mal wieder ein Update schuldig. Ich bin gerade krank und bin jetzt ungefähr 16 Wochen. Ich werde mich kurz fertig machen für den Geburtstag von meiner Nichte mit euch gemeinsam. Ich habe das Gefühl, das zweite Trimester wird immer so gelobt als dieses Trimester, wo man ganz sorgenfrei ist und alles perfekt ist und es geht einem gut und all diese Dinge. Und theoretisch stimmt das auch. Also ich habe jetzt auch keine großartigen Beschwerden, aber gleichzeitig ist auch das, was einen auch sehr verunsichert und verängstigt irgendwie. Also ich habe so das Gefühl, dass man halt dann so Sachen schnell mal in Frage stellt, wenn man irgendwie kaum Symptome hat. Und ein Symptom, das ich im ersten Trimester ganz stark hatte, waren so Verdauungsprobleme und irgendwie, dass ich mich immer so aufgebläht gefühlt habe. Und jetzt ist es halt manche Tage schon, aber aktuell diese Woche zum Beispiel gar nicht. Und der Bauch ist halt so, ich sag's euch dann gleich, aber ist halt so plötzlich wie weg. Also er ist nicht größer geworden. In den letzten 1,5 Wochen habe ich das Gefühl, ist er eher kleiner geworden. Und ich habe auch das Gefühl, jeder kommentiert meinen Bauch und das mag ich überhaupt nicht. Also wir erzählen Leuten, dass wir schwanger sind und das Erste, was sie sagen, man sieht's gar nicht oder man sieht's voll oder boah, du schaust aus, als wärst du schon viel weiter. Und all diese Kommentare machen einen halt noch so verrückt irgendwie. Das habe ich früher, bevor ich schwanger wurde, überhaupt nicht realisiert und jetzt, wo ich schwanger bin, ist es für mich so, I would never do that again. Aber natürlich ist es auch angenehm, wenn einem nicht mehr übel ist. Das ist wirklich sehr schön. Ein Symptom, das jetzt auf jeden Fall auch da ist, das ich davor irgendwie nicht hatte, war dieses Blasenthema. Ich muss ständig aufs Klo. Also ich habe wirklich das Gefühl, ich trinke einen Schluck Wasser und ich muss sofort aufs Klo. Und das ist auf jeden Fall was Neues für mich und Ungewohntes. Aber ja, in der Nacht stehe ich auf jeden Fall, ich merke es mittlerweile gar nicht mehr, ich glaube so 2-mal oder so auf. Wir haben es mittlerweile auch schon fast jedem erzählt. Heute erzählen wir Scotts Extended Family. Die haben wir noch nicht gesehen. Denen werden wir es jetzt erzählen und sonst haben wir es, glaube ich, fast jedem erzählt. Ich weiß nicht, ob ich sie gerade gespürt habe. Ignore my pimple. Es ist so schwer herauszufinden, ob es einfach nur meine Verdauung ist oder ob es das Baby ist. Es ist verrückt, obwohl ich jetzt schon 17 Wochen bin, verspüre ich trotzdem die ganze Zeit so viel Angst vor diesen Frauenarztterminen. Einfach weil ich Angst habe, dass sie doch irgendwas finden, was nicht normal ist oder dass irgendwas mit dem Baby ist oder so. Es ist verrückt. Wann wird das besser? Ich bereite mich gerade für meine erste Pränatal-Pilates-Stunde vor.
eine Freundin, die auch schwanger ist, und ich machen das gemeinsam, so eine Privatstunde. Bei dem Studio kann man nur Privatstunden buchen und es wird einem halt einfach gezeigt, wie man sich richtig bewegt. Und genau, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man das dann einmal gut weiß und dann kann man es auch in so seinen eigenen Workouts irgendwie einbauen. Was wollte ich euch erzählen? Ja, der Termin war sehr gut. Wir waren vorgestern bei der Frauenärztin. Alles hat perfekt gepasst. Die kleine Maus war gerade kopfüber und verändert sich halt noch sehr viel in dieser Zeit. Wir haben auch gute Neuigkeiten bekommen, was meine Plazenta anbelangt. Die ist jetzt mittlerweile nicht mehr vor dem Geburtskanal. Sagt man Geburtskanal? Ich glaube schon. Also sie deckt es jetzt nicht mehr ab, sie ist nicht mehr unten, sondern sie hat sich nach vorne und oben bewegt. Und das ist auf jeden Fall sehr gut. Angeblich bedeutet das aber auch, dass ich das Baby nicht so früh spüren werde, weil wenn die Plazenta vorne ist, dann hemmt das ein bisschen die Bewegungen zu spüren. Aber ganz ehrlich, ich bin einfach froh, dass sie nicht mehr unten ist, weil wenn sie unten wäre, dann würde das bedeuten, dass ich auf jeden Fall einen Kaiserschnitt haben müsste. Aber ja, es ist ganz normal, dass sich die noch bewegt und nach oben wandert, deswegen sind wir davon ausgegangen, aber man weiß ja nie. So, let's go. Ich dachte mir, ich schulde euch mal wieder ein bisschen ein Update. Ich bin heute 18 Wochen, also die 18. Woche ist quasi vorbei, jetzt bin ich 18 Wochen schwanger und die 19. Woche beginnt. Das habe ich erst gestern gelernt. Unsere Nachbarin ist nämlich Hebamme und sie war hier zum Abendessen und ich habe sie gefragt, wie zählt man die Wochen? Ich bin so verwirrt. Und sie hat gesagt, das ist recht verwirrend, aber es ist wirklich die erste Woche, ist wirklich Tag 0 bis 0 plus 6 und dann beginnt die zweite Woche mit Woche 1, 1 plus 1, 1 plus 2 und so. Anyway. Bump Update zeige ich euch auch mal. Der ist nämlich schon ziemlich gut sichtbar mittlerweile. Ich meine, wir haben jetzt auch gerade Mittag gegessen, aber endlich mal so ein bisschen am Wachsen, der Bauch, aber absolut manageable noch. Ich habe so eine Jeans von Armed Angels, die ich noch gut tragen kann, alle anderen sind ziemlich eng und ich trage zu Hause immer Leggings, das ist die von Slow Label jetzt zum Beispiel und ich habe auch das Everyday Tank an, das ist auch ganz gut stretchy und legt sich gut am Bauch ab. Also muss schon so ein bisschen schauen, was ich mir anziehe und wie ich das alles manage. Ist jetzt auch wirklich ein Thema im zweiten Trimester, mit dem ich mich beschäftigen muss. Ich habe so das Gefühl, das Thema Geburt und Ersterstattung und all diese Babythemen sind dann eher so im dritten Trimester relevant. Ich glaube, das ist jetzt noch so ein bisschen zu früh, aber ja, der Körper verändert sich ja doch schon. Also ein bisschen was muss ich jetzt schon mir zulegen oder anders machen. Ja, was kann ich euch updaten? Schwangerschaftspilates war sehr gut. Es war nicht anstrengend und wir haben uns sehr viel auf den Beckenboden konzentriert, auf diese Pelvic Floor Muscles und wie man die aktiviert, wie man die relaxt. Und sie hat uns einige Übungen gezeigt und die wir auch zu Hause machen müssen. Und es war super hilfreich, einfach zu wissen, auf was muss ich achten und vor allem auch, wie kann das die Geburt hoffentlich leichter machen. Und auch damit jetzt schon zu beginnen, ist auch voll gut eigentlich. Und das möchte ich auf jeden Fall weiter fortführen. Wobei ich mir immer total schwer tue, ist mir diese Übungen zu merken. Das heißt, ich muss es, glaube ich, beim nächsten Mal irgendwie mitfilmen, damit ich das dann zu Hause korrekt ausführe. Ein Thema bei mir jetzt seit einigen Wochen ist nämlich Rückenschmerzen. Im unteren Rücken und im Nacken hatte ich schon immer ab und an Rückenschmerzen. Das ist nicht wirklich was Neues. Nur die Schmerzen im unteren Rücken sind auf jeden Fall intensiver und auch einfach langanhaltender. Normalerweise kommen und gehen die, aber jetzt in der Schwangerschaft sind sie so stetig schlimmer geworden und jetzt gerade an einem Punkt, wo ich sage, es tut weh. Also ich bewege mich auch ganz gut, sodass es eigentlich, finde ich, das ist wahrscheinlich, keine Ahnung, wichtig für den Rücken. Also ich gehe sehr viel spazieren mit der Ellie, ich mache jetzt keinen crazy Extremsport oder so und ich glaube, die Bewegung ist auch gut für den Rücken, um so ein bisschen Beweglichkeit reinzubekommen. Aber ich merke einfach, bei so Dehnübungen wird es eigentlich schlechter und ja, es ist schon sehr mühsam, wenn der Rücken wehtut. Ein weiteres Thema, ich bin immer noch sehr out of breath, außer Puste. Und noch ein Thema, das Thema Announcing It. Also wir haben jetzt schon fast allen Freunden gesagt, die Family weiß Bescheid, müssen noch ein paar Freunde anrufen.
Aber wir wollen es auch gerne auf Social Media ankündigen, weil ich finde, jetzt wird es immer schwieriger, es zu verstecken. Also in meinen Outfit-Videos habe ich immer versucht, mich nicht von der Seite zu zeigen und Dinge zu tragen, die den Bauch halt ein bisschen kaschieren. Und ich finde es auch ganz lustig, irgendwie mal so dieses Geheimnis zu haben. Aber es brennt mir auf der Seele. Und auch bei jedem Content-Thema, das ich mir so überlege, denke ich mir so, ich wünschte, ich könnte erzählen, dass ich schwanger bin. Und also das ist einfach etwas, was ich finde YouTube, das Format und so, für mich ist das irgendwie so, als würde ich mit einer guten Freundin sprechen. Und es ist ganz komisch, wenn man seit 5 Monaten fast ein Geheimnis mit sich herumschleppt, was man halt nicht wirklich erzählen kann. 4 Monate, 4,5 Monate. Ich glaube, bevor ich es ankündige, muss ich noch ein paar Dinge machen. Und zwar Ende März, also in 2 Wochen, kommt meine Mama auf Besuch und wir würden gerne nach Rostock fahren und auch ans Meer. Und ich glaube, das wäre eine ganz coole Location, um ein paar Fotos zu machen. Damit ich das Ganze auch schön announcen kann, ist natürlich auch Teil der Sache, dass man das irgendwie mit einem schönen Foto announced. Wir machen immer wieder mal so Polaroid-Fotos von meinem Bauch, aber viel zu wenige. Und ich habe eigentlich kaum Pregnancy-Content, weil mein gesamter Content dreht sich nur darum, meinen Schwangerschaftsbauch nicht zu zeigen. Also wäre ganz cool, mal so eine Fotosession zu machen, vor allem jetzt, wo man eben auch schon ein bisschen was sieht. Muss man noch überlegen, was ich anziehe und wie wir es vom Vibe her machen wollen, aber vielleicht kommt der Marco mit und hätte gern Scott mit am Bild. Und dann können wir ein paar so Pregnancy-Announcement-Fotos machen. Das ist schon mal der erste wichtige Schritt. Und dann überlege ich auch, wie ich das Ganze mit den YouTube-Videos announce, weil ich würde eigentlich gerne das Video, wo wir versuchen, schwanger zu werden, zuerst posten, damit ich auch einerseits dem Thema genug Platz und Raum gebe, weil ich glaube, wenn ich die Schwangerschaft ankündige und dann das Video poste, dann würde vielleicht untergehen. Und ich fand es, als wir probiert haben, schwanger zu werden, immer total schwer, damit klarzukommen, Pregnancy Announcement Videos zu sehen, die alle sehr positiv sind und es ist auch gut, dass die positiv sind. Aber die Geschichte dahinter, wie lange es gedauert hat, schwanger zu werden, kommt dann oft nicht durch. Und dann sieht man immer nur diese einseitige Story von, wir sind schwanger, aber halt nie, was es braucht, um dahin zu kommen zu dem Punkt. Und deswegen würde ich gerne das Trying to Conceive Video zuerst posten. Kurzes Update. Ich bin übermorgen 19 Wochen schwanger. Crazy, ist fast Halbzeit. Was kann ich euch erzählen? Ich muss gerade alle 5 Minuten aufs Klo. Ich bin wirklich am Klo. Muss gleich nochmal. Mein Bauch ist mittlerweile auch echt schon ziemlich schön gewachsen und das Interessante ist, er wird jetzt auch schon einfach ab hier größer. Also davor war es so, dass wirklich die Kugel eher tief war und jetzt ist es halt eher so, dass wirklich die gesamte Bauchdecke sich hebt und schaut schon so richtig wie so ein kleines Schwangerschaftsbäuchlein aus. Echt cool. Ich gehe jetzt auch zum Schwangerschafts-Yoga zum ersten Mal. Also ich gehe ja in so Pilates-Stunden und mache so Beckenboden-Trainings. Und jetzt gehe ich eben zum ersten Mal Prenatal Yoga bei OHIA. So lustig, ich habe gerade den Clip für den Vlog gefilmt und konnte halt nicht sagen, dass es Prenatal Yoga ist, sondern habe einfach für den Vlog gesagt, dass ich zu Yoga gehe. Und dann sage ich euch die Wahrheit. Ich freue mich, wenn ich es endlich veröffentlichen kann, weil es ist wirklich schon so ein bisschen tricky, diesen großen Teil meines Lebens nicht zu teilen. Ja, sonst meine Brüste sind einfach mega groß. Also ich habe gerade meinen größten Sport-BH an und sie sprengen ihn. Ich muss jetzt wirklich bald BHs bestellen. Und das Problem ist, ich habe ja noch nicht veröffentlicht, dass ich schwanger bin. Das heißt, ich kann euch nicht um Rat fragen, weil ich bin mir sicher, es gibt viele da draußen, die sagen, diese BH-Marke ist perfekt, also jetzt nicht nur für Sport-BHs, sondern ich würde mir halt gleich Still-BHs kaufen und die halt als BHs in der Schwangerschaft tragen. Hallo, Marco ist auch da. Wir machen jetzt dann die Pregnancy Announcement Fotos. Freue mich schon, wir fahren zum Bernsteinsee, haben uns ein bisschen verfahren. Ein bisschen. Es dauert jetzt doppelt so lang, aber wir sind dann bald mal da. Und haben voll coole Outfits im Gepäck. Scott ist natürlich auch mit dabei, da ist noch gerade mit der Ellie draußen. Und ich spüre gerade das Baby kicken und der Marco hat es gerade gesehen. Ich habe es, glaube ich, gestern oder vorgestern zum ersten Mal so richtig am Bauch gesehen, wie sich die Bauchdecke so hebt. Und ich so, wow, das ist schon sehr früh. Eigentlich sollte man es jetzt eigentlich nur so spüren, ein bisschen. Und das Scott war halt ein bisschen zu spät. Und jetzt habe ich gerade gesagt, Marco, schau mal ganz kurz und habe den Bauch so exposed. Und sie hat gerade gekickt. So süß.
Sie ist echt stark. Also von Tag zu Tag merke ich das wirklich, wie einfach ihre Kraft immer stärker wird. Ja. Man muss halt sehr viel Geduld haben und lange meinen Bauch anstarren. Jetzt hat sie gerade gekickt und irgendwie hat mein Handy gerade so einen Aussetzer gehabt und hat unsere Reaktion, die echt süß war, nicht gefällt. Aber mach was nochmal. Wenn sie wüsste. Wie so, ready when you are. Oh, did you see it? Ja, das war ein ganz kleiner Kick. Ja, es ist echt arg. Echt, es ist so, ich habe gestern eine Sprachnachricht zu einer Freundin geschickt und ich habe gesagt, es gibt so Momente, wo das Ganze viel realer wird. Das ist, wenn man weiß, was es wird, weil irgendwie kann man es endlich benennen und kann man nicht mehr nur das Baby sagen, sondern auch er oder sie. Wenn das erste Trimester vorbei ist, weil dann ist es halt nicht mehr so unsicher und wenn man es spürt. Das sind so die 3 Steps, das sind so mindblowing. Also wenn das nicht der schönste See in Berlin ist, dann weiß ich auch nicht. Was sagst du? Das ist der beste See. Das kann man lassen, oder? Kann man so. Und das Kleid schaut einfach aus, als würden wir Hochzeitsfotos machen. Und ich schaue echt ziemlich breit in dem Kleid aus. Bei den Fotos ich so, wow. And it's Well, getting bigger. I'm getting big. She did all of that. You have to close the holes later, Scott. It's gonna be a big job. Emotional support. Kurz bevor es für uns nach Spanien ging, sind wir dann einkaufen gegangen und haben uns mal so beraten lassen, was Kinderwagen angeht, und haben da einige getestet. Das zeige ich euch jetzt mal. Like that. Looks good on you. No, always said you want to go in front first. Really? They're always struggling, so is that just yeah, exactly. Usually it would be easier to control and angle. I also like the wicker ones. So this one is, which one is this? Alright, let's go to Grunewald. This is the Bugaboo Fox 5. Jules Day 5. Sehr schön. Ist das, Go Daddy Go. Good for wheelies. I mean, it's for a travel stroller. It's Yeah, pretty sorry, sturdy. He's just testing the. I don't have it in the moment. It's okay. But the price is Hallo, wir hatten heute eine nicht so tolle Erfahrung. Ich war in der Emergency Clinic in Mallorca. So he can go in here. Weil ich einen Schmerz am Oberschenkel habe, wo ich kurz mal dachte, dass es, also man soll ja das Thromboserisiko während der Schwangerschaft ernst nehmen. Wir waren ja doch lange unterwegs, wir sind 3 Tage angereist hier nach Mallorca mit Auto und Boot. Und deswegen war das dann schon ziemlich uncool, wie ich dann die Schmerzen jetzt bekommen habe. Und mittlerweile seit gefühlt, ja, circa 12 Stunden durchgehend quasi diesen pochenden Schmerz am Oberschenkel habe. Direkt dort, wo meine Besenreißer quasi sind. Ich weiß nicht, ob es einen Medical Term für Besenreißer gibt. Aber es hat mich niemand ernst genommen. Niemand. Absolut niemand. Und es hat sich echt shit angefühlt. Die meisten oder der Arzt, mit dem ich gesprochen habe, am Ende dann meinte, dass es wahrscheinlich muskulär ist und ich soll mich einfach schonen. Aber ein Freund von mir ist auch Arzt und der hat auch so ein bisschen seine Meinung abgegeben und der hat gemeint, er hätte auf jeden Fall auf Thrombose getestet, aber ich bin einfach keine Ärztin, ich weiß nicht, was es ist oder ja, was es ausgelöst hat, aber der Schmerz ist auf jeden Fall sehr nervig und es hat so ein bisschen unseren Sonntag ruiniert. Aber ja, wenn es nichts Schlimmeres ist. War auf jeden Fall mal eine Erfahrung. Heute war kein so guter Tag. Ich habe heute den Zuckertest machen lassen und der Tag hat schon mal sehr stressig begonnen, indem ich das Krankenhaus nicht finden konnte. Ich bin hier auf Mallorca und habe mir extra einen Arzt rausgesucht, der
Deutsch spricht und aus Deutschland ist und genau, aber es war total schwer, den zu finden und es war schon mal ziemlich schwierig und dann natürlich Zuckertest, man muss nüchtern sein und muss diesen big süßen Saft trinken, den habe ich getrunken und mir wurde es so übel. Es wird da am Anfang Blut abgenommen und dann nach einer Stunde und für mich war das total schwer, die Zeit dazwischen, weil mir einfach wirklich total übel wurde und einerseits wegen dem Saft, wenn man das auf leeren Magen trinkt und man halt auch in der Stunde nichts essen darf. Also ich bin das auch nicht gewöhnt, normalerweise esse ich immer was in der Früh. Und ich habe auch einen sehr niedrigen Blutdruck und gerade da ist es auch bei mir einfach wichtig, dass ich darauf achte, dass ich immer was esse. Und deswegen war das halt total schwer. Scott konnte mir auch leider nicht helfen bzw. nicht mitkommen. Deswegen musste ich auch selber zum Spital fahren, von Spital zu Spital rennen, bis ich den richtigen gefunden habe und dann einfach dort ausharren. Das war auch nicht so gut. Also kleiner Tipp auf jeden Fall. Mit dem Partner vielleicht an- und abreisen. Und mir hat auch jeder gesagt, nimm den Laptop mit, dir wird so langweilig. Mir wurde es nicht langweilig, ich musste mich so konzentrieren, dass mir nicht noch schlechter wird. Und was dazu kommt, ist, dass ich extrem starke Rückenschmerzen habe aktuell im unteren Rücken. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, aber seit einer Woche ist es wirklich sehr intensiv. Und deswegen aufgrund der Schmerzen auch wurde es mir dann auch nochmal so richtig übel und ich bin fast umgekippt, musste mich dann hinlegen im Spital und wieder ein bisschen auskurieren. Bin dann kurz was essen gegangen, damit es mir nicht so schlecht ist, wie dann alles vorbei war. Und ja, was gibt es sonst für Updates? Wir haben ganz kurz zum Baby geschaut. Das Baby ist jetzt mit dem Kopf nach unten, was sehr gut ist und hoffentlich dreht sie sich nicht mehr herum. Eigentlich müsste sie noch nicht mit dem Kopf nach unten sein, aber ist natürlich trotzdem ein gutes Zeichen. Allerdings ist mein Gebärmutterhals etwas kürzer als die Norm. Also ich bin jetzt bei 30 mm in der 25. Woche und das ist schon ein bisschen kürzer, als man erwarten würde. Ich habe auch vor 3 Wochen meinen Gebärmutterhals messen lassen. Da war er noch bei 40 mm und das ist schon schnell, dass sich das verändert, soweit ich weiß. Oder soweit ich ergoogelt habe oder von den Ärzten gehört habe. Aber ich habe jetzt mal meiner Hebamme geschrieben, ob sie da irgendwie, ja, was sie dazu sagt. Und jedenfalls meinte der Arzt, ich soll mich auf jeden Fall schonen, nicht wandern gehen. Scott ist sehr traurig darüber. Und einfach mehr schonen, mehr liegen, vor allem mit den Rückenschmerzen. Das ist natürlich auch nicht gut und einfach schauen, dass sich das verbessert. Also ich werde jetzt mal schauen, ob ich einen Osteopathen oder Chiropraktiker oder irgendwie so erreiche. Haben mir jetzt mal so Heat Patches auf den unteren Rücken gegeben. Da muss ich natürlich aufpassen, dass es nicht zu heiß wird. Also solange es nur ein bisschen sich so erwärmt und meinen unteren Rücken hoffentlich entlastet, ist es gut. Und ich bin jetzt im Bett und ich glaube, ich werde jetzt einfach mal, ich muss schon echt viel arbeiten auch. Das ist halt so das Problem. Nur wenn man schwanger ist, heißt es nicht, dass man krank ist und dass man nicht arbeiten kann. Und es bleibt immer so viel liegen an so Tagen, wo es mir irgendwie vielleicht nicht ganz so gut geht. Hi Ellie. Meine Maus schaut mal auf mich. Hi Mausi. Hi. Das Chaos im Zimmer. Aufgrund der Schmerzen habe ich die letzten Tage genau nichts machen können und es bleibt einfach so viel liegen. Aber ja, ich glaube, ich werde jetzt einfach mal ein bisschen am Handy scrollen, ein bisschen lesen und dann einfach im Bett am Laptop ein bisschen E-Mails abarbeiten. Okay, wow. Das 2. Trimester ist vorbei und es ist verflogen so extrem schnell. Es ist ja angeblich das Trimester, das am schönsten ist und deswegen verfliegt es wahrscheinlich auch am schnellsten. Und ich kann bestätigen, dass es mir die gesamte Zeit über eigentlich sehr gut gegangen ist. Also es gab natürlich schon auch Problemchen, die ich nicht erwartet hatte. Zum Beispiel habe ich sehr starke Rückenschmerzen aktuell und das macht mir schon sehr zu schaffen. Aber grundsätzlich, die Übelkeit war schlimmer. Und ich glaube, das, was im 3. Trimester kommt, auch wenn ich mich darauf freue, auf das ganze Nesting und wenn wir dann alle Babysachen bekommen und alles so real wird und man sich auf die Geburt vorbereitet und auch ein bisschen langsamer macht. Wo hat der Satz begonnen? Ja, jedenfalls, auch wenn ich mich auf das ein bisschen freue, glaube ich schon, dass das 3. Trimester auch sehr hart werden wird. Ich bin im Hochsommer, hochschwanger.
Der Bauch wird jetzt schon immer größer, Schlafen ist jetzt schon sehr unangenehm und ich glaube, dass es da sicher nicht besser wird. Das heißt, ich habe so das Gefühl, dass so mein Lieblingstrimester wahrscheinlich jetzt gerade vorbeigeht. Morgen ist mein Geburtstag übrigens und ich bin gerade in der 27. Woche. Das heißt, am Montag bin ich genau 27 Wochen schwanger, dann beginnt die 28. Woche und das bedeutet, dass dann auch wirklich das 3. Trimester beginnt, also in 2 Tagen. Symptome. Ich habe sehr viel Hunger und ich esse sehr intuitiv. Wann auch immer ich Hunger habe, gönne ich mir einen Snack. Ich habe sehr viel Lust auf frisches Obst und Gemüse. Wir sind hier in Mallorca und ich habe gefühlt jeden Tag mindestens einmal einen Tomatensalat, den ich esse. Und genieße einfach ganz viel Obst und Gemüse und das finde ich auch so schön, dass ich darauf Lust habe. Ich habe eigentlich ein bisschen Lust auf Schokolade, aber sonst habe ich jetzt nicht wirklich viel Gelüste, die irgendwie kontraproduktiv wären im Sinne der Vitaminzufuhr, weil man hört ja immer, wie viel Mehrbedarf man hat in der Schwangerschaft. Den decke ich natürlich auch durch Supplemente. Also ich verwende da, falls es euch interessiert, dieses Fermibion und werde jetzt auch im 3. Trimester das weiterverwenden und werde auch zusätzlich im 3. Trimester beginnen mit Darmbakterien. Das ist anscheinend auch ganz wichtig, dass man schaut, dass man gesunde, also Probiotika, Pro- und Prebiotics zu sich nimmt, weil das auch die Darmflora des Babys dann beeinflusst später und anscheinend hat man in irgendwelchen Studien gesehen, dass das auch gut sein soll für die Entwicklung des Babys und dass es weniger Koliken hat. Und falls das wirklich stimmt, dann freue ich mich, dass ich da was tun kann dagegen. Ja, meine Rückenschmerzen sind wirklich gerade so das Hauptthema bei mir. Das ist, nennt sich im Englischen SI Joint Pain, also SI Joint Pain. Das ist wirklich nur auf einer Seite, das ist bei mir auf der linken Seite und es ist wie, ich weiß nicht, ob es genau eine Entzündung ist, aber es ist halt einfach ein sehr starker Schmerz in der Hüfte eigentlich und er strahlt jetzt nicht wirklich aus am Bein, also es ist nicht wie dieses Nervenproblem, das viele in der Schwangerschaft haben, sondern es ist wirklich am Rücken konzentriert und wenn ich auf der Seite liege zum Beispiel, habe ich oft mehr Schmerzen und wenn ich gehe, wenn ich aufstehe, all diese Sachen sind sehr schmerzhaft. Deswegen bewege ich mich aktuell sehr viel weniger als davor. Also ich habe sehr viel Sport gemacht jetzt im 2. Trimester im Vergleich zum 1. Da habe ich nichts gemacht. Im 2. habe ich wirklich jetzt viel gemacht und jetzt eben seit circa 3 Wochen habe ich so diese Schmerzen und bin komplett lahmgelegt und habe jetzt ein paar Übungen für diese Schmerzen schon auch auf YouTube gefunden und mache ich auch, aber das sind halt eher so Dehnungsübungen. Und ich merke, ich brauche diesen Ausgleich. Mir fehlt so sehr das Spazierengehen mit der Ellie und Yoga und Pilates. Mir fehlt diese Bewegung extrem, aber ich möchte es auch nicht, ich möchte jetzt auch nicht voreilig irgendwie großartig viel machen und dann im Nachhinein wieder mehr Schmerzen haben. Also ich bin sehr dankbar, dass das Gott mir da auch so hilft und auch mit der Ellie mehr spazieren gehe. Er hat das wirklich komplett übernommen und auch wenn ich sehr neidisch bin und am liebsten gerne jedes Mal mitgehen möchte auf den Berg, wenn er hier wandern geht und so, ist es besser, wenn ich hier nicht wandern gehe. Ich war hier jetzt 2-mal beim Arzt. Ich habe es euch, glaube ich, auch mitgefilmt. Einmal für den Oberschenkel. Da habe ich übrigens immer noch so ein bisschen Schmerzen und ich weiß nicht ganz, also es ist nicht sehr häufig, ab und zu spüre ich es einfach und ich weiß nicht ganz, woran es liegt. Ob das jetzt wirklich mit Krampfadern zu tun hat oder nicht, keine Ahnung. Vielleicht hat ja jemand von euch diesen Schmerz schon mal verspürt. Es ist wirklich nur an einer Stelle und angeblich muskulär, was der Arzt gemeint hat, aber ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Es fühlt sich nicht wie ein Muskelschmerz an. Und den anderen Termin, den ich hier gemacht habe, war der Zuckertest. Da habe ich euch noch nicht mitgenommen oder nicht geupdatet, aber da wurde nichts gefunden, also der war sehr gut. Und da bin ich natürlich sehr erleichtert. Ich weiß nicht, ob ich in dem Video viel über die Bewegungen des Babys gesprochen habe. Also ich habe begonnen, die Kleine in der 16. Woche zu spüren. Also schon sehr früh, oder war das 16., 17. Woche sowas. Da hatte ich sehr viel Husten und ich habe so das Gefühl, ich bin auch sehr viel im Bett gelegen und habe einfach viel reingespürt. Und ich glaube, dass durch das Husten und durch das viel Reinspüren auch so ein bisschen ist mir aufgefallen, dass diese Bewegungen, die ich gespürt habe, da gibt es, glaube ich, auch einen Clip, das waren tatsächlich die Bewegungen von ihr. Also ich wusste nicht, wie man das einordnen kann, wie sich das anfühlt, aber jetzt, wo sie sich jeden Tag bewegt, weiß ich auch, dass das auf jeden Fall sie war damals und ich habe sie ab diesem Zeitpunkt eigentlich fast täglich gespürt
und mittlerweile auch wirklich sehr, sehr oft. Sie hat so ihre Muster, wann sie sich meldet, so am frühen Nachmittag, während ich arbeite und dann abends, wenn ich schlafen gehe, morgens mittlerweile auch ganz viel und es ist so süß. Es ist meistens süß. Es tut noch nicht wirklich weh, aber manchmal ist es spooky und manchmal bewegt sie sich auch wirklich, da dreht sie sich, glaube ich, wirklich um oder so, also von Kopf oben nach Kopf unten und ich weiß nicht, manchmal fühlt sich das an, als würde sie gleich durch den Bauch durchkommen, weil sie ist halt so richtig am Bauch entlang, an der Bauchdecke entlang, so mit dem Kopf oder keine Ahnung, was es ist, so richtig, ja, wie soll ich sagen, herausragt und so. Was auch in dieser Zeit, jetzt in dieser Woche oder in dieser Phase der Schwangerschaft üblich ist, sind diese Braxton Hicks Contractions, also diese Practice Contractions, hatte ich, glaube ich, nicht bis jetzt. Also ich hätte es noch nicht wirklich gemerkt. Aber was ich schon gemerkt habe, ist also ab und zu, dass sich der Bauch so ein bisschen zusammenzieht oder auch so enger wird oder härter wird. Und das ist eigentlich auch schon so ein Zeichen dieser Braxton Hicks Contractions. Aber das ist nie mit Schmerzen verbunden oder so. Und es ist auch nicht regelmäßig, also es ist kein Anzeichen für die Geburt. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich Braxton Hicks Contractions sind oder ob es einfach nur, ja, random ist. Aber das habe ich auch gemerkt, das war auch beim Arzttermin tatsächlich der Fall, dass sich der Bauch so zusammengezogen hat und der Arzt hat das auch bemerkt. Und ja, aber es tut nicht weh, es ist nur sehr interessant, dass man dann sieht ungefähr, wo das Baby gerade liegt und so. Ja, der Bauch ist auch wirklich schon sehr groß. Mein Bauchnabel ist schon rausgekommen, also der ist jetzt kein Inni mehr, aber auch kein voller Outie, aber schon ziemlich weit draußen. Zum Glück sind alle Produkte, die wir bei der Slow Label für Spring Summer heuer rausbringen, sehr pregnancy-friendly. Also ich lebe aktuell in der gesamten Kollektion. Ich meine, das Tanktop ist ein Evergreen-Produkt, was wir immer haben. Das ist ein sehr guter Bestseller und das liebe ich auch in der Schwangerschaft. Aber sonst alle Produkte, also die Kleider, die Hosen, die Tops, sind alle sehr pregnancy-friendly, weil ich muss sagen, wir haben jetzt im 2. Trimester vor allem die Jeans nicht mehr wirklich gepasst. Also das wird jetzt immer enger und jetzt bin ich echt froh, dass ich ja, so bequeme, stretchy, lockere Kleidung habe und ich glaube, das werde ich auch hoffentlich noch im 3. Trimester recht lange tragen können. Aktuell schlafe ich extrem schlecht, also ich bin mir sicher, dass das auch ein bisschen was mit der Schwangerschaft zu tun hat, dass man einfach viel mehr über Dinge nachdenkt, aber auch, dass das Baby einfach abends sehr aktiv ist und man dann, gerade dann, wenn man schlafen will, bewegt es sich ganz viel. Aber ja, also das Einschlafen ist schwierig. Das Durchschlafen geht momentan, aber das Einschlafen ist echt nicht easy. Ich versuche das so ein bisschen entgegenzuwirken, indem ich auch meditiere. Ich mache zum Beispiel, also gestern habe ich jetzt begonnen, mal die friedliche Geburt auf Spotify anzuhören. Da gibt es ein paar Meditationen, die habe ich immer wieder mal empfohlen bekommen. Den Podcast möchte ich mir generell jetzt auch anhören, vielleicht bei der Autofahrt zurück nach Österreich und Berlin. Ja, und ansonsten beginnt jetzt das 3. Trimester und wir sind in circa einem Monat wieder in Berlin und haben dann ganz viel vor, was so Nesting anbelangt. Da werde ich euch auch ganz viel Content posten und freue mich schon, euch das alles zeigen zu können. Wir sind überrascht worden, wie viele Babymarken uns kontaktiert haben in den letzten Wochen seit der Ankündigung der Schwangerschaft. Das ist wirklich, das hatte ich überhaupt nicht erwartet. Also die meisten Dinge, die auf unserer Wunschliste standen, die für Erstausstattung und so, diese Marken haben uns halt kontaktiert und würden da gerne die Sachen schenken, was mich halt total überrascht und gefreut hat und ich bin super, super dankbar und überwältigt und ja, freue mich schon, euch dann zeigen zu können, was es geworden ist. Wie gesagt, ich habe eigentlich fast nur alles angenommen, das ohnehin auf meiner Wunschliste stand und manche Marken kannte ich noch gar nicht, habe ich mir dann neu angeschaut, aber ja, es hat mich halt total gefreut und ich habe alles so getimt, dass wenn wir dann in Berlin ankommen, dass dann alles ankommt. Das heißt, ich glaube, ich werde überwältigt werden in der Woche und auch viel für euch mitfilmen und euch das ganze Excitement auch zeigen, weil ich liebe aktuell solche Videos, so Nesting-Videos und getting the baby's room ready und solche Sachen. Wir werden zwar nicht wirklich ein Babyzimmer haben, also so ein volles Babyzimmer, sondern das wird so ein bisschen Work-Babyzimmer. Mal schauen, wie das klappt. Aber das braucht man in der Anfangsphase ja sowieso nicht. Ja, sonst will ich euch jetzt nicht länger voll labern, weil das Video ist schon ewig lang, aber es hat mich sehr gefreut, dass ihr zugeschaut habt und danke auch für eure super lieben Reaktionen.
in den letzten Wochen auf die ganzen Pregnancy-Videos. Ihr habt ja, also wir haben ja die Schwangerschaft vor ein paar Wochen angekündigt und das Feedback war überwältigend und ich bin auch so happy mit dem Content, wie er geworden ist. Also das Announcement-Video, wie wir es unseren Freunden und Familie erzählt haben, das schaue ich mir so oft an und muss jedes Mal irgendwie weinen dabei. Also ich bin echt froh, dass wir das alles so gecaptured haben und jetzt auch im 2. Trimester ein bisschen mitgefilmt haben. Ich weiß nicht, ob es ein 3. Trimester-Update auch geben wird. Wenn ihr euch das wünscht, gebt es mir gerne Bescheid. Ansonsten wird es auf jeden Fall hoffentlich sehr viele Vlogs geben, wenn wir wieder in Berlin sind und auch den ein oder anderen Nesting-Vlog. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!